Guten Abend und herzlich willkommen zum The Latest Talk mit Business Punk hier aus dem Showroom von The Latest auf dem Kudamm in Berlin. Mein Gast heute Abend ist Vakhtang Budagashvili von Heatl. Herzlich willkommen, Vakhtang. Vielen Dank, hallo. Freut mich, dass du da bist. Gerade auch, weil wir eine wunderbare Gründergeschichte hören werden. Wir reden über ein Hardware-Produkt und wir reden über eine ganz tolle Gründergeschichte. Bevor du mit Heatl angefangen hast, hast du im Softwarebereich gearbeitet, Vakhtang. Viele Jahre. Hol uns kurz rein, wie deine letzten Jahre ausgesehen haben. Angefangen hat das Ganze in 2009. Da bin ich nämlich mit meinem Schauspielstudium fertig geworden und musste mich dann mit der Frage beschäftigen, wie jeder Schauspieler in Deutschland, was mache ich jetzt eigentlich beruflich, wie verdiene ich Geld? Und dann habe ich meine Skills aufgegriffen, die ich vor der Schauspielschule hatte und während der Schauspielschule, nämlich Design, Webdesign und so weiter und so fort. Und bin dann eben in diesen Bereich eingestiegen. Bin dann zu Michael Gorbatschow gegangen, habe also Projektmanagement gemacht, dann bei einem Startup aus Amerika, was nach Berlin gekommen ist, im Fintech-Bereich gearbeitet. Das wurde dann an Visa verkauft, also im Konzern gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht es erstmal, jetzt will ich auch was machen, was mir Spaß macht. Und habe gekündigt und habe eben die letzten 3 Jahre wirklich war ich selbstständig und habe eigene Startups gegründet im Softwarebereich, habe mit der Stadt Berlin gearbeitet und mit vielen anderen Produkten. Und bin jetzt hier mit unserem Heatl. Und du hast jetzt aber quasi was völlig anderes gemacht. Du hast den Liquid Heater der Zukunft gebaut. Das ist richtig. Wie funktioniert der? Unser Heatl, wie wir nennen der Smart Liquid Heater und wirklich das erste Gerät dieser Art weltweit, funktioniert eigentlich sehr einfach, weil wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie erhitzen wir eigentlich unsere Flüssigkeiten? Ob es für Wasser, also das Wasser ist für den Tee oder die Babymilch oder die Milch von Kakao. Und wir haben festgestellt, es gibt einfach viel zu viele Geräte, die wir brauchen, um das jeden Tag hinzubekommen. Und Heatl ist das erste Gerät weltweit, mit dem man jede Flüssigkeit direkt in seiner Tasse im Gefäß erhitzen kann auf die bestimmte Temperatur, die man braucht. Jetzt haben wir so viel von heißen Getränken geredet. Lass doch kurz erstmal einen Drink nehmen. Hast du Lust auf einen? Sehr gerne, ja. Was hättest du gerne? Einen Virgin Kaipi. Virgin Kaipi. Okay, fein. Gucken wir den haben. Schön, dass du da bist auf die Induktion der Zukunft. Vielen Dank. Das Gerät, das du gebaut hast, oder mitgegründet hast quasi, das ist ein Küchengerät, das aber auch den Tech-Nerd irgendwie reinholt, weil es ist App-gesteuert. Ist es auch connected irgendwie in einer gewissen Weise, außer dass es über die App connected ist? Was funktioniert denn? Das Gerät hat ganz viele IoT-Fähigkeiten. Das heißt, wir haben Bluetooth drin, wir werden auch WLAN einbauen. Das heißt, man kann mit seinem Handy auf das Gerät zugreifen und es komplett steuern. Das heißt, wir können da Rezepte aufspielen, wir können auf die Community zugreifen. Wir können das verbinden mit einem Alexa zum Beispiel und über Alexa steuern, also sprachgesteuert. Also die Möglichkeiten sind wirklich enorm und wir stehen nur ganz am Anfang aktuell. Das Interessante ist, dass man wirklich was auf 63 Grad erhitzen kann um 3 Uhr morgens oder sowas. Ja, das sind so die Cases. So, du hast ein ganz spezifisches Problem, das Gerät löst es zu einer bestimmten Uhrzeit für dich, zu einer ganz bestimmten Temperatur. Das ist möglich, ja? Das ist richtig. Es ist das möglich, was der Kunde eigentlich haben möchte, über die App zumindest, über das User-Interface mit diesem hölzernen Drehknopf. Ja. Gibt es Standardfunktionen, Milch, Wasser, Temperatur, okay. Aber wenn man sagt, ich habe was ganz Spezielles, ich will das Wasser abkochen und dass es um 2 Uhr morgens auf 37 Grad für die Babymilch bereit ist, das kann man auch machen. Das ist ein Custom-Mode. Wie bist du auf die Idee gekommen oder wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr sagt, die Welt braucht dieses Gerät? Wie wir auf diese Idee gekommen sind, ich glaube, da muss man ganz offen auch wirklich sagen, die Idee zu diesem Gerät, zu dieser Art von Gadget, die ist schon sehr alt. Die stammt aus den 90er Jahren. Das Problem bei dieser Idee war aber, dass niemand sie umsetzen konnte. Also wir reden jetzt nicht von einer Innovation, die wir entwickelt haben, uns ausgedacht haben, sondern die Welt hat eigentlich schon damit gekämpft, wie kriegt man eigentlich so ein Gerät gebaut. Das haben Startups versucht, auch aus Berlin ein sehr erfolgreiches Startup, was aber auch gescheitert ist an der Umsetzung. Ein großer Küchenherstellerkonzern hat es versucht, ist gescheitert. Also die Umsetzung war wirklich der Knackpunkt. Welche Sachen waren notwendig, dass ihr es umsetzen konntet? Also was ist passiert währenddessen? David hat bei diesem anderen Startup aus Berlin gearbeitet, was bei Kickstarter sehr erfolgreich war und dann gescheitert ist, weil niemand die Technologie bauen konnte, die sie eigentlich versucht haben zu verkaufen oder verkauft haben. Und David hat sich nachts einfach mal hingesetzt und versucht, das Ganze umzusetzen. Er hat gesagt, es muss möglich sein, weil Nachhaltigkeit spielt für ihn eine große Rolle, für mich auch, weil wir Kinder haben und wir sind keine Freunde von Wasserkochern und Herden und Mikrowellen. Er hat sich hingesetzt, er hat ein bestimmtes Stadium erreicht, bei dem ich dann reingekommen bin, als wir uns kennengelernt haben. Und dann habe ich das mitfinanziert und mit nach vorne gepusht und jetzt sind wir wirklich die ersten weltweit, die ein funktionierendes Gerät haben. Wir haben das vorhin gesehen, wir haben uns das kurz angeschaut. Das heißt, das Beispiel war in einem Wasserglas eigentlich. Wie groß kann das Gefäß sein, das durch diese
durch die Induktion erhitzt wird? Das Gefäß kann so groß sein, wie man lustig ist. Also wir beschränken das in etwa auch auf die Größe eines Wasserkochers. Ja. Also 1,7 Liter. Mehr braucht ein Mensch wirklich nicht. In der Regel füllt man den Wasserkocher und trinkt eine Tasse und der Rest ist verschwendet. Genau das wollen wir eigentlich verhindern. Und deswegen, also 1-2 Liter ist kein Problem. Wenn du sagst, ihr habt jetzt quasi das gelöst, das Problem, dass man einigermaßen green Flüssigkeiten erhitzen kann. Was sind noch so weitere Sachen in der Küche, wo du sagst, hey, da wollen wir auch ran, das müsste besser laufen? In der Küche gibt es ganz viele Produkte, die wir optimieren können. Und tatsächlich ist es so, dass wir mit dem Heatle viele von denen ersetzen, wie zum Beispiel einen Eierkocher, einen Sous-Vide-Stick. Weil am Ende sind es Geräte, die eigentlich nur Wasser oder Flüssigkeiten erhitzen. Und die können wir im Prinzip schon mit dem Heatle abschaffen. Mit ein bisschen Zubehör, mit einer Software-App kann man das Ganze ersetzen. Da muss ich mir nicht noch ein Gerät kaufen, was irgendwo rumsteht und dann weggeschmissen wird. Ist auch ein großes Problem, sondern der Heatle ist wirklich so das Zentrum, über das man alles steuern kann. Wow, okay. Vor so 10 Jahren ging es los mit dem Thermomix. Das war so ein Riesending, dass Leute plötzlich sich interessierten für Küchenmaschinen, was es vorher nie gab, die plötzlich da irgendwie emotionale Connections hatten. So, wie schafft ihr das? Also wie geht ihr ins Marketing, dass Leute es irgendwie geil finden, diesen Stab in der Hand zu haben? Was das Marketing angeht, sind wir eigentlich noch ganz früh dabei. Wir sind gerade erst bei der IFA sind wir gestartet. Wir sind zum ersten Mal in die Öffentlichkeit gegangen. Das war vor 2 Monaten und seitdem klingeln bei uns die Telefone jeden Tag. Das heißt, das Interesse ist wirklich sehr groß, weil das Thema schon bekannt ist. Das wurde schon aufgearbeitet, aber es gab nie ein funktionierendes Produkt, was wir jetzt wirklich zum ersten Mal der Welt darbieten können. Marketingtechnisch bauen wir uns gerade wirklich auf. Wir haben eine ganz tolle Marketingagentur, die das Ganze für uns leitet. Das sind Freunde von mir aus München. Und wie ist es so mit der Großindustrie, dass ihr sagt, ihr wollt in Großküchen rein, meinetwegen? Ist das ein Case oder ist es noch bislang, müsste dann die Induktionsfläche zu groß sein? Was sind so die Hürden? Was den B2B-Bereich anbelangt, sind wir im Gespräch mit ganz vielen großen Herstellern, die man kennt. Wir sind zum Beispiel im Bosch Startup-Programm. Das heißt, wir sind sehr eng vernetzt mit dieser großen Firma, im Bosch Siemens Haushaltsgeräte. Und wir reden auch mit Firmen wie Philips, Miele, DeLonghi, Groupe SEB und alle haben natürlich großes Interesse, Innovation auf den Markt zu bringen. Das heißt, wir haben den B2B-Bereich, in dem wir unsere Technologie einbauen können in Herde, in Tresen, in Tische, in alle möglichen Oberflächen, dass man wirklich die Tasse auf die Oberfläche stellt und nicht auf unser Endgerät. Aber wir müssen erstmal prüfen, wie groß der Markt wirklich ist, weil so oft kauft man sich eine neue Küche auch nicht. Ja. Und noch vielleicht eine letzte Sache, so wie schafft ihr es, das zu etablieren, dieses Wort Heatle? Ich gehe schnell in die Küche und ich heatle mir das oder soll ich dir schnell einen Tee heateln oder sowas? Habt ihr sowas mal angedacht? Das ist eigentlich unsere Idee, dass wir das Wort auch wirklich als Verb benutzen, wie bei Google. Google hat ja auch nicht als Verb angefangen, sondern jetzt geht man und googelt sich irgendwas und man gewöhnt sich auch dran und dann kann man sich auch ein Getränk heateln. Ja. Okay, auf das Getränk und auf das Heateln der Zukunft. Jawohl. Schön, dass du da warst, Wachtang. Herzlichen Dank. Danke dir. Ja. Das war's von The Latest Talk mit Business Punk hier vom The Latest Concept Store auf dem Kudamm in Berlin. Seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir mit inspirierenden Menschen über ihre Ideen reden. Vielen Dank.